Hallo ihr Lieben, willkommen bei So Halt. Heute gibt es hier eine Zalando Haul und zwar eine Werbung versus Reality, eine Live-Anprobe. Ich werde alle Produkte anziehen und sie euch auch im Detail zeigen, etwas zum Material, zum Stoff und zum Tragekomfort sagen und euch dann natürlich das Werbebild dazu auch einblenden, dass ihr es vergleichen könnt. Es war Glamour Shopping Week vor kurzem und das ist normalerweise immer die Zeit, wo ich losziehe mit meinen besten Freundinnen und wir wirklich eine riesige Shoppingrunde machen. Das war jetzt nicht möglich, weil durch Corona natürlich alle Geschäfte zu waren, habt ihr selber mitbekommen, und wir haben Online-Shopping gemacht. Und das ist bei mir durchaus ein bisschen ausgeartet, muss ich sagen. Deswegen, die Haul ist riesig. Ich habe einen Bademantel gebraucht, natürlich ein paar mehr bestellt zum Durchprobieren und dabei mir noch gedacht, ein schöner Morgenmantel wäre auch was Cooles. Jetzt im Homeoffice, wenn man morgens aufsteht und sich nicht direkt fertig macht, einfach schnell so einen schicken Morgenmantel drüber. Das hat schon auch was. Oder auch am Wochenende und dann den ersten Kaffee im Pyjama mit Morgenmantel auf der Terrasse genießen. Das ist auch geil. Und einen Bademantel habe ich gebraucht, vor allen Dingen fürs Wellnessen. Ich weiß, das dauert bestimmt noch, bis wir das dieses Jahr wieder machen können, wenn wir es dieses Jahr überhaupt machen können. Ich hoffe es, ja. Denn ich liebe Sauna und Wellness. Ich besitze einen weißen Bademantel. Ich wollte aber unbedingt was Graues, denn dann, wenn du dich mal irgendwo draußen hinsetzt, wenn du beim Wellness bist, und der Stuhl oder die Bank war nicht so ganz hundertprozentig sauber, dann sieht man wenigstens den Dreck nicht sofort. Deswegen wollte ich einen grauen. Praktische Gründe. Und dann wollte ich jetzt unbedingt neue Sommerschuhe und finde diese Slipper ganz geil. Habe da einige Slipper bestellt, Slipper-Sandalen, weil die super praktisch sind und man in der Früh schnell zack, zack rein und ab in die Arbeit, wenn es dann bald wieder Arbeit gibt. Also zu Hause ziehe ich das Zeug natürlich nicht an. Da habe ich ganz gemütliche Hausschlappen. Die habe ich euch auch schon mal auf Instagram gezeigt. Ja, und dann wollte ich unbedingt mal Riemchen-Sandalen. Habe ich auch welche dabei. Also lasst euch von dieser Haul inspirieren und überraschen. Die Produkte, alle, die ich jetzt bestellt habe, verlinke ich euch unten in der Infobox, falls ihr was nachschauen wollt, falls euch irgendeins von diesen Teilen interessiert, was es kostet, ob es in eurer Größe gibt und so weiter. Preise sage ich nicht dazu, denn bei der Shopping Week gab es ja auch ein paar Prozente und vielleicht stimmen dann die Preise nicht, also es macht keinen Sinn. Schaut einfach selber nach, was es dann aktuell kostet. Auch Zalando hat ja öfters mal Rabattaktionen. Und jetzt viel Spaß mit meiner Haul, mit meiner Anprobe. Meine Zalando Haul startet jetzt mit den Bademänteln. Ich habe 3 Stück schon mal bekommen. Und das ist der erste hier. Das ist der Taubert Harmony, heißt der. Ist ohne Kapuze, schon relativ figurbetont. Ich finde auch die Farbe schön. Hat 2 Taschen, finde ich auch schön. Was mich allerdings stört ist, das ist so ein ganz weicher, flauschiger, ja, Teddybärstoff. Und solche Arten von Stoffen saugen einfach nicht richtig. Das kann man leider natürlich auf dem Video jetzt nicht so richtig sehen. Aber es ist kein richtiger Handtuchstoff. Also der wird nicht richtig saugen. Das heißt, nach dem Duschen jetzt nicht so ganz hundertprozentig geeignet. Gefallen tut er mir aber schon gut. Als nächstes habe ich den hier, der ist von Vossen, Comfortline, in der Größe XS und die Ärmel sind trotzdem riesig. Dafür trotzdem figurbetont, also ich meine, das mit den Ärmeln, das soll wahrscheinlich so sein, dass man sich einfach wohlfühlt und gut bewegen kann. Die Farbe gefällt mir auch sehr gut. Der hat eine Kapuze. Oh ja, die ist schön. Richtig groß und gemütlich dadurch. Und auch mit 2 Taschen. Er ist auch nicht so ganz lang wie der andere. Also insgesamt gefällt er mir, glaube ich, schon besser. Das ist jetzt derselbe, allerdings in einer Nummer größer in S und in dunkelblau. Und der ist mir viel zu groß. Also schau mal, wo die Achseln hängen, und hier sollten sie eigentlich sein. Also den kann ich gleich mal aussortieren. Man sieht das auch. Das hier ist jetzt ein Bademantel von Ralph Lauren. Und vom Stoff her ist es für mich überhaupt kein Bademantelstoff. Sage ich ganz ehrlich, das ist so ein Jersey-Stoff. Eher wie ein T-Shirt fühlt sich's an. Aber mega weich von innen, unglaublich. Und er macht eine super schöne Figur. Also für mich ist das ein cooler Morgenmantel eigentlich. Also zum Wellnessen, für Sauna oder nach dem Duschen wäre es jetzt nix.
Aber ansonsten finde ich ihn uferlos schön und überlege mir jetzt wirklich sehr ernsthaft, ob ich ihn behalte. Das ist jetzt ein Morgenmantel, also den ich auch als Morgenmantel bestellt habe, und zwar von Hunkemöller. Und ich dachte gerade, es geht nicht mehr weicher und kuscheliger, aber der ist ja noch mal krasser. Der hat Teddy innen, warte, so, richtig weich, komplett innen alles gefüttert. Und es ist so kuschelig und der macht auch eine super Figur, es fällt super schön, sieht richtig schön geschmeidig aus. Ach, und jetzt bin ich hin und her gerissen, welchen ich behalten soll. Jetzt habe ich nur noch Schuhe in der Haul und die ersten habe ich schon an. Die sind von Madden Girl und heißen Black Paris. Und das sind so Slipper, also nur zum Reinschlüpfen. Finde ich super praktisch. Und aber mit High Heel, also es sind bestimmt 8 oder 9 Zentimeter. Und man ist einfach ganz schnell drinnen. Die sind auch bequem. Das sind jetzt so ähnliche, also auch wieder Slipper. Die sind von Stradivarius in Cremefarben und nicht ganz so hoch, also vielleicht 5-6 cm. Vorne sind sie gerade abgeschnitten. Das macht es ein bisschen kantiger, ist auch hübsch, aber ich merke jetzt schon im ersten Moment, dass sie gar nicht so ganz bequem vorne sind. Also es ist sehr einengend, es dehnt sich nicht so schön wie bei dem anderen Schuh. Das sind jetzt Riemchen-Sandalen von Ruby. Da ist man keinesfalls schnell reingeschlüpft, weil man das Riemchen natürlich erst öffnen muss und dann richtig schließen muss. Die erscheinen mir hinten ein bisschen groß, obwohl es auch Größe 39 ist wie die anderen. Aber eigentlich doch schon ganz bequem, weil sie dadurch auch etwas lockerer sind. Und ich finde sie einfach super hübsch. Ich liebe so Riemchen-Sandalen und habe einfach keine. Das sind jetzt so Slipper, würde ich sie mal nennen, von Wallace. Ich finde sie irgendwie richtig schön. Den Flo hat es jetzt irritiert, weil eins von denen glänzend ist und eins matt. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Ich finde sie irgendwie cool. Ich finde, die haben was. Das sind halt einfach so Sandalen ohne Absatz, schnell mal reingeschlüpft und innen braun. Das gefällt mir auch sehr gut. Und sie sehen, also sie sind super bequem. Ob sie jetzt schick aussehen, sei mal dahingestellt. Dann kommen jetzt Gabor-Slipper, bei denen ich mir beim Bestellen schon unsicher war. Aber wenn ich jetzt reinschlüpfe, dann denke ich mir, wow, sind die bequem. Geht's eigentlich noch? Die Sohle ist richtig dick. Sieht auch abenteuerlich aus irgendwie. Krass. Aber durch dieses gewölbte Sohlenbett und die Polsterung sind sie halt mega bequem. Also viel, viel bequemer als die von Wallace, die ich gerade anhatte. Da merkt man den Unterschied extrem. Also das Leder oben dran, das macht sich schon gut, tatsächlich. Es deckt halt auch den Fuß schön ab und es schnürt nicht, es drückt nicht. Von hinten auch richtig schick, weil sie schmal zulaufen und es eine schöne Ferse macht. Und man slippt auch nicht so weit nach oben, wenn man läuft. Dann habe ich Schlüpfsandalen von Aldo. Also das heißt, zwar ein Riemchen, aber ich muss das Riemchen nicht extra schließen, sondern ich schlüpfe einfach rein. Die sind in einem Altrosaton. Das ist jetzt mal eine Farbe, die ist nicht so ganz meine erste Wahlfarbe tatsächlich. So macht sich die Sandale eigentlich ganz gut. Sie ist nicht ganz so hoch. Dadurch natürlich auch super bequem. Aber hinten ist mir dieses Riemchen zu groß. Ich will euch jetzt mal die Verpackung zeigen, weil die so schön ist. Ist das nicht geil, wenn man das öffnet? Und dann kommen schon so goldene Kärtchen einem entgegen. Wow. Das ist von 10 Points aus Schweden. Und das ist der Schuh. Das ist auch ein Slipper aus Leder. Durch das schräg abgeschnittene, finde ich, sehen sie regelrecht edel aus. Jetzt ist es nur leider so, dass sie mich hier vorne schon ein bisschen eindrücken quasi, ein bisschen streng sind.
Dadurch, dass es Leder ist, kann es sein, dass es natürlich noch weicher wird, wenn man sie öfters angehabt hat. Und ansonsten von der Optik finde ich sie richtig schön. Sie haben eine schöne breite Sohle, sind auch nicht so hoch. Das heißt, man kann sie bestimmt gut im Alltag auch mal längere Zeit tragen. Wow, das war's mit der riesigen Haul jetzt schon wieder. Ein bisschen traurig bin ich, aber andererseits denke ich, das Video war lang genug und ich freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Wow, gut gemacht. Bist du schon Abonnent meines Kanals? Falls nicht, dann mach das gleich und aktiviere auch die Glocke, dann wirst du immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Es kommen wöchentlich bei mir neue Videos, aber nicht immer am selben Tag, deswegen macht die Glocke durchaus Sinn. Und wie immer, lass mir einen Kommentar da, deine Meinung zum Beispiel zu diesen Kleidungsstücken oder wenn du super geile Schuhe, so Slipper oder Riemchensandalen hast, die du mir empfehlen kannst, dann schreib mir das auch in die Kommentare rein. Muss jetzt nicht von Zalando sein, ist mir völlig egal, aber das interessiert mich und deine Meinung zu den Produkten. Und vergiss nicht, wenn dir das Video gefallen hat, dass du ihm einen Daumen nach oben gibst. Ich verlinke dir jetzt hier noch ein paar Videos von meinen letzten, die dich interessieren könnten. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Tschüss.